Statt Südostasien Garnelen aus Nordhessen. Ja, das ist schon krass. Kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, wo die jetzt hier in Hessen herkommen sollen. Aus einer Schweinezucht wurde Hessens einzige Garnelenfarm. Es ist ähnlich wie im Stall. Also man schaut sich die Tiere genau an, man achtet auf die Stresssymptome. Fernab der Küste wird dieser hessische Landwirt zum Trendsetter. Können heimische Landgarnelen Schule machen? Niedenstein in Nordhessen. Von oben sieht es aus wie fast überall in der Landwirtschaft. Photovoltaik und Biogasanlagen, eigentlich nichts Besonderes, aber drinnen stehen überall Becken und es herrschen schweißtreibende 31 Grad Celsius. Dazu eine hohe Luftfeuchtigkeit. Genau das brauchen die Landgarnelen von Sven Damm, die hier im Salzwasser gute Bedingungen vorfinden. Haben die genug Platz zum Schwimmen oder verletzen die sich gegenseitig? Und da kann man schon dran erkennen, dass sich das Tier auch bei uns in der Umgebung einigermaßen wohlfühlt. Ihm geht es ums Tierwohl. Bauer Damm kann uns seine Zucht nur mit dem Köcher zeigen. Anders als im Ausland werden die Garnele nicht vollgepumpt mit Antibiotika. Täglich misst Sven Damm zusammen mit einer Mitarbeiterin die Wasserqualität und den Sauerstoffgehalt. So überprüft er den Gesundheitszustand seiner Tiere. Eine Arbeit auf dem Hof, die zunächst neu war. Denn der Landwirtschaftsbetrieb mästete einst Schweine. Doch der studierte Agrarwissenschaftler stellte alles auf den Kopf. Als ich mit dem Studium fertig war, mussten wir bei uns im Grunde entscheiden, wie wir unseren Betrieb in Zukunft aufstellen wollen. Und bei uns war es so, dass wir unsere Schweineställe nur gepachtet hatten und da die Entscheidung anstand, ob wir die Verträge verlängern wollen. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich eher einen anderen Weg gehen möchte, ein anderes Produkt, ein wahrscheinlich innovativeres Produkt zu erzeugen. Einfach war die Umstellung nicht. Auch die Banken wollten für so ein hessisches Nischenprodukt kein Geld geben. Das hat sich geändert. Allein jährlich investiert er bis zu 200.000 € in neue Technologie. Mit 25 Gramm sind die White Tiger Garnelen schlachtreif und werden vor Ort verpackt. Und das zahlt sich aus. Also dadurch, dass wir relativ kurze Transportwege haben und frisch produzieren können, können wir auch den Geschmack der Garnele ganz anders transportieren. Also jemand, der eine frische Garnele einmal probiert hat, der merkt einfach, dass es ein besonderes Produkt ist. 15 Tonnen jährlich vermarktet er. Ein Exklusivdeal mit Rewe macht es möglich. Ein Gewinn für beide Seiten, wie der zuständige Einkaufsleiter Daniel Kädig erklärt. Wir versprechen uns damit natürlich einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil. Gerade auch in so einer Warengruppe wie Fisch. Wir stellen schon fest, dass wir vielleicht bestimmt 15% unserer Produkte, die irgendwo so einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt haben, auch vom Kunden gekauft werden. Das Kilo der nordhessischen Garnelen zu 39,90 €. Damit ist die Ware zwar teurer als die gefrorenen Produkte aus Übersee, aber das tut dem Erfolg keinen Abbruch. Wir sind letztes Jahr im April gestartet in 50 unserer Märkte und haben so circa 400 Kilo Garnelen im Monat abgesetzt. Und seit Januar diesen Jahres verkaufen wir die doppelte Menge, also 800 Kilo in circa 100 Märkten in unserer Region. In Deutschland werden jährlich etwa 55.000 Tonnen Garnelen und Shrimps verzehrt, meist aus Asien und Lateinamerika. Doch die Nachfrage nach regionaler Zucht steigt, auch weil immer mehr Kunden und Kundinnen generell regional und nachhaltig kaufen wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas hier in der Region gibt, aber das ist schön, wenn es regional ist. Es spart natürlich CO2-Emissionen und im Allgemeinen viel nachhaltiger. Wir wurden echt positiv überrascht. Ich habe gedacht, okay, die hat auch eine nette Frau, so probieren Sie es doch einfach mal, nehmen Sie es mal mit. Da haben wir, glaube ich, so 4 oder 6 mitgenommen und wie gesagt, die waren echt lecker. Man hat einen Unterschied geschmeckt zu der normalen Garnele. Wir fanden sie einfach gut. Die hessische Garnele hat also Potenzial. Und Wissenschaftler planen schon die Garnelenrevolution und wollen hierzulande eine ganze Industrie aufbauen. An der Universität Gießen am Institut Biodiversität forscht man daran. Unter anderem beim Futter. Lokal hergestellt aus Larven der schwarzen Soldatenfliege würde das Garnelenfutter nicht nur klimafreundlicher, sondern auch preisgünstiger werden. Da ist sich Biologe und Forschungsleiter Thomas Wilke sicher.
Die Futtermittel machen zurzeit weltweit etwa 65% der Kosten für eine Garnelenfarm aus. Und wenn ich jetzt sozusagen meine Futtermittel selbst produzieren kann, aus Insekten, dann glauben wir auch, dass der Preis dieses Futtermittels deutlich geringer werden kann und damit wird auch so eine Garnelenfarm wirtschaftlicher. Der hessische Garnelenbauer begrüßt diese wissenschaftliche Initiative. Pro Becken verfüttert er bis zu 20 Kilo am Tag. Eine Kombination aus Getreidesorten, aber auch Fischmehl. Teuer aus dem Ausland importiert, würde es ihn freuen, wenn es in Zukunft klimafreundlicher ginge. Von daher ist es nicht schlecht, wenn sich Universitäten auch mit den Themen beschäftigen. Und gerade für uns ist eben auch wichtig, dass man sowas hinterher auch kommerziell umsetzen kann. Und sogar der Einzelhandel schaut auf die Forschung nach Gießen. Wenn es dann in 3-4 Jahren soweit wäre, dass man dann dort auch Artikel von dort verkaufen könnte, dann würden wir uns sicherlich damit beschäftigen. Von insgesamt 6 Garnelenfarmen in Deutschland liegt eine in unserem Bundesland. Die Garnele Made in Hessen, regional und nachhaltig auch besser fürs Klima als aus Übersee.